Guck mal hier, das ist mein Fahrrad. Das werde ich mir von meinem 3003-Kollegen Lukas klauen lassen. Er sagt mir nicht, wo er es versteckt, aber ich werde trotzdem versuchen, das wieder zu finden, weil ich an das Rad nämlich ein Apple AirTag, ein Billig-AirTag von Aldi, einen Samsung SmartTag und ein Teil draufgeklebt habe. Das sind solche Bluetooth-Findehelfer, die man mit dem Smartphone anpingen kann und die dann piepsen und dann kann man zum Beispiel das Schlüsselbund finden, das sich hinter dem Sofa versteckt hat. All diese Findehelfer lassen sich aber nicht nur verwenden, wenn man selbst in der Nähe ist, also wenn das eigene Smartphone Verbindung über Bluetooth oder Ultra-Wideband aufnehmen kann, sondern die unterstützen auch alle sowas wie ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet, wenn ich mein Schlüsselbund, an dem so ein Findetag hängt, aus Versehen in einen Straßenmülleimer werfe, dann sendet dieses Tag permanent ein Signal aus, wie so ein Leuchtfeuer vom Leuchtturm. Nur eben als Funksignal. Und alle kompatiblen Smartphones, die an dem Mülleimer vorbeilaufen, können dieses Signal empfangen und die senden dann die Position an den Server. Ja, und dann kann ich auf meinem Smartphone sehen, oh, mein Schlüsselbund ist da und da im Mülleimer. Dass eure Smartphones permanent als Findehelfer mitarbeiten, das kriegt ihr gar nicht mit. Das läuft alles abgeschottet im Hintergrund. Ich wollte jedenfalls wissen, funktionieren diese Peer-to-Peer-Netzwerke wirklich? Kann ich damit mein Fahrrad auch an einem Ort wiederfinden, an dem nicht unbedingt super viele Leute vorbeilaufen? Die Antworten darauf seht ihr in diesem Video und auch die Antwort auf die Frage, warum ich nicht einfach einen GPS-Tracker verwende, der die Position direkt ins Internet schickt. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von HomePilot. Guck mal, das sind alles HomePilot Smartphone-Geräte. Ein smarter Gurtwickler für eure Rollläden oder hier smarte Heizkörperthermostate und hier ein smarter Fensterkontakt. Da seht ihr dann auch, wenn ihr gerade im Urlaub seid, ob jemand euer Fenster geöffnet hat. Und all diese Geräte sind 100% do-it-yourself. Ihr könnt das einfach selbst einbauen und müsst keine Handwerkerfirma beauftragen. Die Basis für das HomePilot Smart Home ist ein komplett eigenständiges Funksystem, das seit über 10 Jahren in Deutschland entwickelt wird. Sämtliche Geräteinfos und Daten sind lokal auf dem HomePilot Gateway gespeichert. Man kann das ganze Smart Home also jederzeit auch ganz ohne Internetverbindung bedienen. Und wenn man will, lassen sich auch unkompliziert Geräte von Drittanbietern einbinden. Also Philips Hue Lampen, Kameras von Bosch, Abus oder Axis und so weiter. Schaut doch mal selbst auf homepilot-smarthome.com. Werbung Ende. So, ich habe mir 4 Findetags besorgt. Ein Original Apple AirTag, ein Billig AirTag von Aldi namens Maginon SmartTag, ein Samsung SmartTag und ein Teil Made. Das Apple AirTag und Maginon SmartTag benutzen Apples Wo-Ist-Netzwerk. Das geht also nur mit Apple Mobilgeräten. Der Unterschied zwischen Original- und Billigversion ist nur das im Maginon Tag fehlende Ultra-Wideband. Damit kann man direkt auf dem Smartphone-Display sehen, wie weit man von dem AirTag entfernt ist. So wichtig ist das aber nicht, weil man kann die Geräte halt auch einfach per App piepsen lassen und sie dann so finden. Der Vorteil vom Billig AirTag, ja, da ist ein Loch drin. Man kann sich das also einfach so ohne Zusatzhardware ans Schlüsselbund hängen. Bei Apple braucht man noch einen zusätzlichen Schlüsselanhänger, der original von Apple mehr kostet als das AirTag selbst. Apple verkauft auch AirTag-Schlüsselanhänger von Hermes für 419 €. Dazu sage ich jetzt mal nichts. So, jetzt aber noch zu den anderen Tags. Das Teil Made nutzt sein eigenes Teilnetzwerk und läuft auf Android und iOS, aber man muss dafür die Teil-App installiert haben. Das Samsung SmartTag benutzt das Samsung eigene SmartThings-Netzwerk und läuft nur auf Samsung Mobilgeräten ab Android 8. Damit ihr mal ein Gefühl für die Pieper-Lautstärke bekommt, haben wir die 4 Tags mal nacheinander piepsen lassen. Das Audio ist unbearbeitet. So, und jetzt noch zum Thema GPS-Tracker. Ja, es gibt echte GPS-Tracker für Fahrräder. Nur brauchen die halt eine Mobilfunk-Datenverbindung, damit sie ihre Position selbst ins Netz schicken können. Also ohne Umweg über andere Smartphones. Das benötigt sehr viel Energie. Deutlich mehr als das Bluetooth-Leuchtfeuer der kleinen Findetags. Und ja, man braucht natürlich für Mobilfunkdaten eigentlich auch einen Mobilfunkvertrag und eine SIM-Karte. Es gibt aber inzwischen so GPS-Tracker, da ist das alles integriert, aber das Energieproblem bleibt. Hier zum
Beispiel der Cobblestone von Copenhagen Trackers, kostet 100 € und hat eine fest eingebaute Batterie. Ja, und wenn man häufig die Position ins Netz senden will, ist die nach wenigen Monaten oder sogar Wochen leer. Der Hersteller verspricht, dass die Batterie 4 Jahre lang hält, wenn man lediglich einmal am Tag die Position sendet. Aber A ist einmal am Tag meiner Meinung nach viel zu wenig, um das Fahrrad nach einem Diebstahl zuverlässig aufzuspüren, und B stimmt die Angabe zumindest laut Kundenbewertungen nicht. In der Praxis ist das Ding oft wohl früher leer. Zum Vergleich, 3 der von uns hier getesteten Bluetooth Finitex nutzen Standardbatterien, nämlich CA2032 Knopfzellen, die kosten 50 Cent das Stück. Und die halten ungefähr ein Jahr lang, was wir auch bestätigen können. Nur der Teil hat eine fest integrierte Batterie, es gibt Teils aber auch etwas teurer mit Wechselbahnbatterien. Also jedenfalls kein Wunder, dass zum Beispiel die deutsche Firma SAR Mini, die früher noch einen GPS-Tracker angeboten haben, inzwischen komplett auf AirTags umgestiegen sind, weil das einfach viel effizienter und praktischer ist. So, und jetzt aber wieder zu unserem Experiment. Wir haben also alle 4 Tracker in Gang gesetzt und mit kompatiblen Smartphones gekoppelt. Dabei muss ich echt mal Apple loben. Ich war ziemlich beeindruckt, wie unglaublich einfach man einen AirTag aktiviert. Aus der Packung nehmen, hier die Lasche von der Batterie wegziehen und zack, sofort poppt auf meinem in der Nähe liegenden iPhone so eine Meldung auf. Einmal auf Verbinden tippen, fertig. Beim Billig-AirTag ging das nicht ganz so leicht. Das größte Problem war die Batterielasche, die ich da fast nicht abgezogen bekommen habe. Man muss das Teil allerdings auch manuell koppeln mit der Wo ist-App. Ja, aber das hat auch schnell funktioniert. Bei Samsung und Teil dagegen verlief die Einrichtung komplizierter, vor allem weil man bei beiden erst Accounts beim Hersteller anlegen muss. Aber gut, man richtet die Dinger ja auch nur einmal ein. Und dann also ans Fahrrad damit. Für den Apple AirTag kann man so eine super unauffällige Klingel kaufen. AirBell heißt die, wo man den AirTag einfach unten reinsetzt. Kostet 18 € und gefällt mir echt richtig gut, weil man das wirklich von außen absolut nicht erkennen kann. Die anderen Tags habe ich mit der bewährten Panzertape-Methode eingebaut. Der Plan ging jetzt folgendermaßen. Lukas fährt mit meinem Fahrrad irgendwo hin und ich versuche ihn nur mit den Tags am Rad zu finden. Damit Lukas nicht selbst die Bluetooth-Signale der Tags auffängt, hat er keinerlei Technik dabei, außer seiner analogen Armbanduhr. Ja, und los geht's. Um 13:10 Uhr fährt Lukas los. Ich bin jetzt eine halbe Stunde vom Verlag weggefahren, habe mich hier mitten in den Stadtwald irgendwo begeben und bisher habe ich ungefähr 10 Fahrradfahrer gesehen und 2 Fußgänger, die hier vorbeigegangen sind. Einer davon hat ein Handy in der Hand. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie einer von den Trackern hier jetzt angesprungen ist, ist auf jeden Fall da. Aber ob Keno mich am Ende wirklich findet oder nicht, ja, schauen wir mal, was wird. Um 14 Uhr beginne ich dann, ihn zu suchen. Ich gucke jetzt zum ersten Mal in die Apps rein und gucke, was da so passiert ist. Ob ich Lukas finden kann, beziehungsweise mein Fahrrad. Ich fange an mit der Teil-App, weil ich der ehrlich gesagt die geringsten Chancen ausrechne. Aha. Nee. Okay, ach, das ist hier die Timeline. Okay, das ist die Timeline. Das ist einfach mein Weg, den ich zur Arbeit gefahren bin. Das heißt, es hat keinen Standort. So, ich habe das Ding jetzt quasi als verloren gemeldet. Ja, bringt nichts. So, jetzt probiere ich mal Samsung aus, also die Samsung Find App mit den Smart Tags. Letzte Aktualisierung vor einer Stunde. Und auch der Standortverlauf zeigt mir nichts an. Jetzt kommen wir zum AirTag von Apple. Wir fangen mal mit dem Billig-AirTag an. So, wo ist? Ich stehe hier vor Heise, ne? Seht ihr ja. Aber mein Fahrrad ist angeblich ein kleines bisschen weiter in der Karl-Wichert-Allee 15. Ist jetzt aber mal gar nicht so weit entfernt. Ja, ziemlich unbefriedigend. Teil und Samsung zeigen immer noch den Ausgangspunkt an, das Heise Verlagshaus. Der AirTag zeigt einen Ort nun ein paar hundert Meter weiter an. Das wird nicht Lukas Versteck sein, aber ich fahre da trotzdem mal hin. Also ja, da hat er sich nicht versteckt. Aber hier ist ein Studentenwohnheim, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier jemand das AirTag-Funkfeuer aufgefangen hat. Denke ich mir zumindest. Nach ein bisschen Warterei fahre ich mal in den Wald, in die Eilenriede, angeblich Europas größter Stadtwald. Zumindest würde ich da an so einem heißen Tag wie heute hinfahren, da ist es nämlich schön kühl. So, wo ist? Zuletzt gesehen um 13:16 Uhr, also 6 Minuten nachdem er losgefahren ist. Jetzt ist es 14:48 Uhr. Ich glaube nicht mehr dran. Ich gucke nochmal einen Teil und bei Teil hat sich ebenfalls gar nichts getan. Und jetzt nochmal Samsung. Letzte Aktualisierung vor
2 Stunden. Und auch der Standortverlauf. Auch Samsung hat nicht mal mitbekommen, dass Lukas sich vom Verlag wegbewegt hat. Ja, aber keine Chance. Die Einriede ist viel zu groß, um Lukas und mein Fahrrad ohne Hilfsmittel zu finden. Ich lasse mal meine Drohne steigen, vielleicht sehe ich ihn da von oben. Nee, leider nicht. Um 15 Uhr, also fast 2 Stunden nachdem Lukas losgefahren ist, fahre ich wieder ins Büro. Das AirTag zeigt immer noch die letzte Position um 13:16 Uhr an, also da am Studentenwohnheim. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Es sind jetzt auch wirklich einige Leute an mir vorbeigelaufen, die irgendwie Smartphones in der Hand hatten. Mindestens 3 iPhones habe ich gezählt. 2 davon hatten auch AirPods in den Ohren, also definitiv auch Bluetooth an. Also der AirTag zumindest muss eigentlich angeschlagen haben. Also wenn Keno mich jetzt nicht findet, dann kein gutes Zeichen. Um 15:39 Uhr dann jetzt die Sensation. Jetzt gerade habe ich ein Update bekommen in Wo ist. In den anderen beiden Apps ist nach wie vor nicht zu sehen. Da ist das Fahrrad gar nicht von ihr weggekommen. Aber ich habe jetzt einen neuen Ort. Kurioserweise sind die Positionen laut Wo ist von 14:04 Uhr und 14:05 Uhr. Also offenbar hat das System eine Verzögerung von 1,5 Stunden. Warum das denn? Seltsam. Aber ich fahre dahin in der Hoffnung, dass Lukas noch nicht aufgegeben hat. Leute, ist das aufregend? Ja, da sitzt er wirklich auf der Bank und liest ein analoges Buch. Es hat geklappt, aber halt erst 3 Stunden, nachdem mein Fahrrad geklaut wurde. Lukas hat mir dann erzählt, dass viele Leute an ihm vorbeispaziert sind, einige auch mit AirPods im Ohr. Die müssen also ziemlich sicher sein Signal aufgefangen haben. Aber war da wirklich niemand mit Samsung-Handy dabei? Die Samsung-App zeigt nämlich immer noch den alten Ort. Teil auch. Okay, das Experiment hat also funktioniert, aber durch die Verzögerung beim AirTag ziemlich unbefriedigend und vor allem will ich nicht glauben, dass Samsung und Teil gar nicht funktionieren. Deshalb habe ich dann Lukas gebeten, nochmal mein Rad zu klauen und damit in eine belebtere Umgebung mitten in der Stadt zu fahren. Ich bin jetzt auch hier in einer belebten Ecke in Hannover und ich versuche, ihn jetzt zu finden. Ja, und das Ergebnis ist etwas besser. Die beiden AirTags haben deutlich schneller die Fährte aufgenommen, Samsung etwas später auch, aber Teil hat mal wieder gar nicht funktioniert. Naja, es liegt vermutlich daran, dass das auf Überträger-Smartphones zwingend die Teil-App installiert sein muss und offenbar ist das auf nur sehr wenigen Handys der Fall. Bevor ich zum Fazit komme, muss ich unbedingt nochmal über das Missbrauchspotenzial der Tags sprechen. Sowohl Teil als auch Samsung können einen Standortverlauf anlegen. Bei Teil kostet das extra, man muss ein Abo für 35 € im Jahr abschließen. Ja, und da kann man dann aber wirklich genau sehen, wann das Bluetooth-Tag wo war. Und zwar auch dann, wenn die Person, die das Ding mit sich rumschleppt, gar nicht weiß, dass es da ist. Also wenn das zum Beispiel unter das Auto geklebt ist oder in eine Handtasche eingenäht. Man bekommt bei Samsung und Teil tatsächlich auch keine Warnmeldung aufs Handy. Wir haben das ausprobiert. Lukas hat alle auf meine Accounts aktivierten Tags 2 Tage mit sich rumgeschleppt. Nur bei den beiden AirTags hat die Warnung funktioniert. Aber auch nur auf Lukas iPhone, auf seinem Android-Telefon, einem Pixel 7, das auch schon das fremde AirTags erkennen Update bekommen hat, nicht. Also zumindest nicht automatisch, als er manuell, man kann da manuell nach fremden Tags suchen, da hat er das erkannt. Aber ich meine, man kann ja nicht ständig nach Tags suchen. Wenn das der Fall ist, will ich ein Pop-up kriegen. So bringt es ja nicht viel. Auf dem iPhone bekamen wir übrigens die "Du führst ein unbekanntes AirTag"-Meldung, immer wenn wir in die Nähe unserer Wohnungen kamen. Das scheint Apple bewusst so eingerichtet zu haben. Schließlich will man nicht, dass Stalker wissen, wo man wohnt. Man kann also, bevor man in die Wohnung geht, schnell woanders hingehen, das Find AirTag suchen und die Batterie rausnehmen. Wie das geht, zeigt die Warnmeldung auf dem iPhone auch direkt an. Das ist echt ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, bei Teil und Samsung gibt es keinerlei Warnung. Nun kann man sagen, zum Glück funktionieren deren beiden Suchnetzwerke nicht so gut wie das von Apple, aber zumindest die Samsung-Tags dürften in größeren Städten für illegale Anwendungen echt nutzbar sein. Laut Samsung würde die SmartThings-App auf Samsung-Geräten fremde Smart-Tags erkennen, aber das nützt nun wenig, wenn man selbst kein Samsung-Mobilgerät verwendet. Man kann ja nicht immer als Schutz noch irgendwie ein Samsung-Phone mitnehmen. Apple und Google haben das Problem zumindest erkannt und sich auf einen Stalker-Warnstandard geeinigt. Damit sollen iOS und Android standardmäßig fremde Findetags erkennen. Wir können aber Stand heute sagen, ein Pixel 7 mit aktuellem Android erkennt automatisch kein einziges unserer 4 Tags. iPhones erkennen zumindest fremde AirTags automatisch, aber kein Samsung und kein Teil. Das ist echt problematisch und sollte schleunigst behoben werden. Wichtig ist vor allem, dass Samsung und Teil mit
mit Apple und Google bei ihrem gemeinsamen Standard zusammenarbeiten. Interesse haben sie zumindest schon bekundet. Wir werden uns die Situation in ein paar Monaten nochmal angucken, weil zumindest ich will ungern heimlich getrackt werden. Das geht euch wahrscheinlich ähnlich. Apropos Standard, Google plant auch ein geräteübergreifendes Android-Findenetzwerk zu etablieren, was dann so wie das von Apple funktionieren soll, dass also jedes Android-Telefon auf Betriebssystemebene Findetext erkennt und die Position weitergibt. Aber irgendwie wurde das immer wieder nach hinten verschoben. Mal sehen, wann das Projekt startet. Im besten Fall aber dürfte das neue Android-Findenetzwerk dann zumindest hierzulande sogar besser funktionieren als das Wo-ist-Netzwerk von Apple, denn in der deutschsprachigen Welt hat Android einen höheren Marktanteil als Apple. In der Schweiz ist der Apple-Anteil zwar sehr hoch, aber Androids gibt es hier noch ein bisschen mehr. Am schönsten wäre natürlich auch hier ein Apple- und Google-übergreifender Standard, dass einfach alle Tags gefunden werden, aber das wird wohl nicht passieren. Da denken die Firmen leider mehr ans Geld als an ihre Kundschaft. Mein Fazit. Ja, es funktioniert. Man kann ohne GPS-Tracker ein geklautes Fahrrad wiederfinden. Am besten klappt das mit AirTags. Man kann da auch getrost die billigere Wo-ist-kompatible Nicht-Apple-Geräte nehmen. Die gehen genauso gut. Aber man muss sich im Klaren sein, wenn das Fahrrad irgendwo im Niemandsland ist, wo nie jemand mit iPhone vorbeiläuft, dann hat man ein Problem. Und man muss die Verzögerung auf dem Schirm haben, bis das Fahrrad dann endlich in der Wo-ist-App auftaucht. Dauert halt ein bisschen. Die Tags von Samsung funktionieren leider nur in extrem belebten Umgebungen und der Teil hat zumindest bei unseren Tests gar nicht funktioniert. Also das Teilnetzwerk. Ich werde meine AirTag-Klingel auf jeden Fall am Lenker lassen und schlafe damit jetzt auch ein bisschen ruhiger als vorher. Tschüss.